In diesem Video möchte ich einmal auf eine Besonderheit eingehen, die vielleicht nicht allen Leuten bekannt ist. Und zwar ist das der Unterschied zwischen dem Strategietester und dem normalen Betrieb. Also lassen Sie uns in diesem Video mal schauen, was es da so für Unterschiede gibt. Ich habe hier einen Expert Advisor, der darauf reagiert, welche Taste gedrückt wird. Das hier ist ein Live-Chart und der Markt hat heute geöffnet. Deswegen kann ich das Chart jetzt benutzen und den Expert Advisor mit der Maus einfach darauf ziehen. Und wenn ich ihn hier anwende, gibt es einige Einstellungen. Ich könnte den Algo-Handel hier erlauben oder nicht. In dem Fall mache ich einen Haken, aber der Expert Advisor selbst handelt überhaupt nicht. Man sieht auch nichts auf dem Chart. Wenn wir uns aber dazu mal den Quellcode anschauen, dann sehen wir, es gibt hier einen Chart-Event Keydown, es gibt eine OnTick-Funktion und dieser Event hier wird grundsätzlich dafür genutzt, um herauszufinden, welche Taste gedrückt wird. Und wenn eine solche Taste gedrückt wird, dann wird eine Messagebox angezeigt. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir sehen nichts auf dem Chart, aber ich drücke jetzt mal eine Taste. Und jetzt bekomme ich diese Box hier angezeigt, die sagt, Taste wurde gedrückt, die Taste war D. Das geht auch mit jeder beliebigen anderen Taste. Und ich kriege hier eine entsprechende Ausgabe angezeigt. Jetzt lassen wir uns mal den Strategietester anzeigen. Ich nutze hier genau den gleichen Expert Advisor, aktiviere auch mal den visuellen Modus, starte meinen Test. Der läuft auch los. Aber wenn ich jetzt hier eine Taste drücke, passiert überhaupt nichts. Wenn wir jetzt einmal hier die Messagebox-Anweisung markieren und die F1-Taste drücken, dann lernen wir, beim Anwenden im Strategietester wird die Messagebox-Funktion nicht ausgeführt. Wir sehen nichts. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Wenn wir wieder auf dem Chart im Live-Betrieb sind, dann ist das alles kein Problem. Aber es gibt durchaus in MQL5 Funktionen, die nur im Live-Betrieb funktionieren und die man im Strategietester nicht wirklich ausführen kann. Falls Ihnen also so etwas auffällt, dann macht es immer Sinn, die entsprechende Funktion hier mit der F1-Taste einmal genauer zu untersuchen, denn solche Dinge können einen in den Wahnsinn treiben. Okay, das war wieder eine Frage von einem Premium-Kursmitglied. Und wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Frage für ein Video wie dieses hier haben, dann schicken Sie mir einfach ein E-Mail. Ansonsten finden Sie den Premium-Kurs auch auf unserer Webseite. Für dieses Video war es das. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.